Kennt ihr das auch? Die Gitarre klingt einfach nicht mehr so toll wie am Anfang. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Saiten alt und abgespielt sind, was man an solchen dunklen Stellen erkennen kann. Oder vielleicht ist euch gar eine Saite gerissen? Dann erfahrt ihr hier in diesem Video, wie ihr Saiten neu auf die Gitarre aufziehen könnt. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Samuel und werde euch alles erklären. Lasst einen Like für dieses Video da und folgt diesem Kanal für weitere tolle Videos. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt es mit anderen. Hilfreich ist es, wenn ihr eine solche Kurbel besitzt. Damit geht der Wechsel schneller vonstatten. Unter dem Video gibt es einen entsprechenden Link dazu. Und natürlich braucht ihr ein Set neuer Saiten. Diese sind in der Regel mit den Notennamen beschriftet und auch von 1 bis 6 durchnummeriert. Wobei 1 die dünnste Saite ist, die am höchsten klingt, und 6 die tiefe Basssaite. Hier könnt ihr nochmal die Gitarre sehen und wie die Saiten korrekt bezeichnet sind. Die erste Saite ist das E und liegt ganz außen, bis hin zur sechsten Saite, die auch wieder ein E ist. Beachtet, dass bei Linkshänder-Gitarren natürlich alles andersherum ist. Die Saiten sind unten am Steg befestigt, laufen oben über den Sattel und sind an den Wirbeln aufgewickelt. Eine gerissene Saite lässt sich natürlich ganz einfach entfernen. Einfach die Saite vom Wirbel herunterziehen, das geht schneller, als wenn man sie komplett herunterkurbelt. Gespannte Saiten sollten aber keinesfalls mit der Schere durchtrennt werden. Das lasst lieber sein, denn die Saite könnte Schäden auf der Decke hinterlassen. Hier müsst ihr erst die entsprechenden Wirbel zur Seite finden und herunterdrehen, bis die Saiten lose sind, und zwar in diese Richtung. Das ist im Uhrzeigersinn, wenn man von hinten auf die Wirbel schaut. Die losen Saiten können dann aus den Wirbeln herausgezogen werden. Manchmal muss man noch ein wenig mehr kurbeln, damit man genug Freiraum zum Hantieren hat. Hier seht ihr, wie die Saiten unten am Steg befestigt sind, von Saite 1 bis 6. Schaut euch einfach an, wie es bei eurer Gitarre gemacht ist. Dann könnt ihr sie genau so wieder befestigen. Ich zeige euch aber eine Methode, die immer klappen sollte und eine Bohrung im Steg pro Saite verwendet. Auch wenn diese Gitarre, wie ihr hier sehen könnt, 2 Bohrungen hat. Wichtig ist, dass die Saiten sich selber festklemmen. Bei den Nylonsaiten kommt zur Sicherheit extra ein Knoten ins Ende. Aber erst einmal müssen noch die alten Saiten herunter. Dazu einfach die Saite Richtung Steg schieben, damit sie sich löst und dann herausziehen. Da die Nylonsaiten am Ende einen Knoten haben, müssen diese der kompletten Länge nach durchgezogen werden. Natürlich geht es auch gleich 2 Saiten durchzuziehen. Oder ihr schneidet das Knotenende einfach ab. Hier seht ihr, was passieren kann, wenn man einmal keinen ordentlichen Knoten in die dünne Nylonsaite gemacht hat. Da ist die Saite nämlich beim Spannen durchgerutscht und hat dabei die Decke leicht beschädigt. Die alten Saiten hebe ich immer noch für einen Notfall auf, falls mal eine einzelne Saite reißen sollte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Gitarre ein wenig zu reinigen, wo man sonst wegen der Saiten nicht herankommt. Nehmt dazu ein weiches Tuch, am besten ein Mikrofasertuch, und reinigt die Decke und auch das Griffbrett. Auch der Steg lässt sich entfernen. Setzt ihn nur wieder genauso ein, wie er drin war. So, jetzt haben wir hier den Kopf der Gitarre mit den 6 Wirbeln und den Steg mit den 6 Löchern, um die Saiten zu befestigen. Ich fange immer mit der 6. Saite an. Packt diese immer nur einzeln aus den Tüten aus, damit ihr die Saiten nicht verwechselt. Ansonsten müsst ihr nach der Dicke schauen. Die Basssaiten sind immer mit Metalldraht umsponnen. Und die 6. Saite ist dabei die dickste Saite. Wickelt die Saite ab, sodass sie der Länge nach vor euch liegt. Ein Ende ist meistens etwas loser umwickelt. Das kommt an die Wirbel. Nehmt also zuerst das andere Ende und steckt es durch das äußere Loch im Steg. Die Gitarre liegt am besten mit dem Hals nach links vor euch. Dann kreuzt ihr mit dem kurzen Saitenende hinter dem langen Ende, sodass das kurze Ende nun etwa 2 cm lang ist, und steckt es durch die entstandene Schlaufe, als würdet ihr einen Knoten machen. Zieht den Knoten jetzt aber noch nicht fest, sondern schlagt das kurze Ende noch ein weiteres Mal durch die Schlaufe, sodass sozusagen ein zweifacher Knoten entsteht.
Dann haltet das kurze Ende ganz knapp fest und zieht vorsichtig am langen Ende den Knoten fest. Achtet dabei darauf, dass ihr die lange Seite nicht abknickt. Haltet die Saite auf Spannung und zieht sie bis zum Kopf der Gitarre hoch. Dort fädelt ihr die Saite durch das Loch im 6. Wirbel ein, sodass diese kurz aus dem Loch herausschaut, und fixiert die Saite mit dem Finger. Dann kurbelt ihr den Wirbel gegen den Uhrzeigersinn. Das geht mit der Kurbelhilfe natürlich wieder einfacher und schneller. Die Saite muss am Ende ganz außen zu liegen kommen. Deshalb wickle ich sie zuerst nach innen auf, überkreuze dann die Saite und gehe weiter nach außen. Dadurch hält sich die Saite wieder selber fest und es sieht ordentlich aus. Wenn die Saite dann leichte Spannung hat, braucht sie nicht mehr gehalten und geführt zu werden und kann in die entsprechende Einkerbung im Sattel eingelegt werden. Dann noch ein wenig weiter kurbeln, bis sie beim Anschlagen einen Ton von sich gibt. Genauso verfahrt ihr auch mit den anderen Basssaiten. Durchstecken, festknoten, festziehen, durch das Loch im Wirbel stecken und aufwickeln. Die 5. Saite muss später in der Mitte liegen. Deshalb zuerst ein paar Windungen nach außen legen und dann nach innen. Die 4. Saite ganz genauso befestigen und dann so aufwickeln, dass die Saite ganz innen zu liegen kommt. Bei den Nylonsaiten ist es fast egal, welches Ende unten verwendet wird. Sollte ein Ende farbig markiert sein, verwende ich dieses am Steg. Die Saite wird erst einmal durch den Steg geschoben und dann am unteren Ende ein Knoten gemacht. Dabei versuche ich immer, den Knoten wirklich ganz ans Ende zu bekommen, aber so, dass er nicht herunterrutscht. Dann wird die Saite eigentlich ganz genauso verknotet wie die vorigen. Allerdings mache ich den Knoten andersherum, sodass das Saitenende nachher wieder in die Mitte zeigt. Also das kurze Ende nicht hinter der Saite, sondern vor der Saite und dann zweimal herum durch die Schlaufe. Bei den Wirbeln dann die Saite durch das Loch hin und zurück stecken, was aber oft nicht geht, da das Loch nicht groß genug ist. In diesem Fall wie hier die Saite durchstecken, um den Wirbel herum und die Saite einfach verknoten. Und dann wieder kurbeln, bis die Saite straff ist. Auch hier bei der 3. Saite erst wieder nach außen und dann nach innen führen, sodass sie sich noch einmal selbst abklemmt. Genauso wird auch die 2. Saite befestigt, erst nach außen aufgewickelt und dann ein wenig nach innen. Und hier bei der 1. Saite kann ich diese durch das Loch stecken und wieder zurück, sodass eine kleine Öse entsteht und dann ganz normal aufwickeln. So, jetzt sind alle Saiten aufgespannt. Man kann sie auch schon zum Klingen bringen. Sie sind aber noch nicht gestimmt. Dazu wird es auch bald ein Video geben. Schaut es euch an. Den Link dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr noch einmal sehen, wie schön spiegelbildlich die Saiten am Steg verknotet und wie ordentlich sie an den Wirbeln befestigt sind. Viel Spaß und Gelingen bei eurem nächsten Saitenwechsel. Euer Samuel.